Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Video. Wir melden uns gerade aus Patagonien in Argentinien, aus der wunderschönen Stadt El Calafate. Und tatsächlich hängen wir hier ein bisschen fest, denn der Timo hat sich leider verletzt und wir müssen noch ein paar Termine im Krankenhaus abwarten, was es alles ergibt. Und da haben wir uns überlegt, da machen wir auf jeden Fall ein Q&A und nutzen die Zeit hier. Genau, wir haben nämlich ganz viele tolle Fragen über Instagram und YouTube gestellt bekommen. Sogar so viele, dass wir gar nicht alle beantworten können. Aber wir haben einige gute Fragen rausgesucht. Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt auch direkt damit. Genau. Ihr habt uns gefragt, wie unsere Reiseroute hier in Südamerika aussieht. Das ist eigentlich relativ leicht, aber für diejenigen, die uns noch nicht kennen, wir haben unseren Van nach Montevideo, das ist in Uruguay, verschifft und sind bis ganz nach Feuerland gefahren. Von dort aus geht es für uns eigentlich immer Richtung Norden und das Endziel ist Alaska. Also wir machen die Panamerikaner. Die nächsten Länder, die jetzt bei uns auf der Liste stehen, sind Chile, Peru, danach kommt Ecuador, dann Kolumbien, dann Mittelamerika, dann die USA, Kanada. Bis nach Alaska soll es gehen. Genau. Allerdings würden wir uns auch sehr gerne noch Bolivien und Paraguay angucken, was jetzt nicht auf dieser direkten Route liegt. Brasilien überlegen wir uns auch noch. Ja. Also ihr seht, es ist noch nicht so ganz klar, wo wir lang fahren. Kann sein, dass wir mal ab und zu mal Länder switchen, weil wir einfach Lust drauf haben. Genau. Kommen wir zu der nächsten Frage. Und zwar habt ihr gefragt, welches Budget habt ihr für diese Reise veranschlagt? Sehr gute Frage. Ja, und auch gar nicht so einfach zu beantworten, denn die Unterschiede bei den Kosten sind hier von Land zu Land relativ hoch. Zum Beispiel Argentinien ist eher ein günstiges Land in meinem Empfinden, Chile dafür ein umso teureres. Aber wir haben natürlich mit was kalkuliert, auch vor der Reise, und das sind so 1.500 Euro für uns beide im Monat. Und was ist dabei? Lebensmittel sind dabei, genauso wie Versicherungskosten, jetzt fürs Fahrzeug, für uns jetzt die Krankenversicherung. Ja. Was noch dabei ist, ist der Sprit. Die Kosten für den Sprit sind hier besonders hoch, weil die Entfernungen halt so riesig sind. Der Sprit ist gar nicht so teuer, aber wir fahren halt unfassbar viel. Ja, wir fahren sehr viel. Was aber nicht dabei ist, sind diese ganzen Kosten für Verschiffung oder Extras, wenn etwas kaputt geht, dann müssen wir uns natürlich etwas Neues kaufen. Oder auch Eintrittspreise für Nationalparks sind nicht dabei, genau wie Strafzettel. Wir hatten zwar noch keine, glücklicherweise, aber sowas wäre natürlich auch nicht dabei. Wie viel Zeit habt ihr für die Reise eingeplant? Eigentlich haben wir gesagt, in 1,5 Jahren sind wir durch mit der kompletten Panamerikaner. Das war der grobe Plan. Und wir sehen halt jetzt momentan, dass es überhaupt nicht hinhaut. Denn in Argentinien wollten wir eigentlich 6 Wochen bleiben. Jetzt sind wir 3 Monate hier. Und das Ende ist ehrlich gesagt auch noch gar nicht in Sicht. Wahrscheinlich werden es noch 2 weitere Monate. Und das zeigt eigentlich, dass man das gar nicht so genau planen kann. Denn wir möchten nicht irgendwie jeden Ort hier überspringen und nichts sehen. Wir möchten was erleben auf dieser Reise. Deswegen können wir das gar nicht so genau sagen, wie lange wir für diese komplette Route brauchen. Was macht eigentlich euer Zündschloss? Da müssen wir ein bisschen zurückgehen. Wir hatten vor einiger Zeit Probleme mit dem Zündschlüssel und dem Zündschloss. Wenn wir den Zündschlüssel reingesteckt haben, konnten wir ihn leider nicht drehen und es hat nur komische Geräusche gemacht. Wir waren wegen dem Problem auch schon 2-mal in der VW-Werkstatt. Allerdings konnten die das Fahrzeug nicht mal auslesen, weil es den VW Crafter hier in Argentinien nicht gibt. Allerdings hat uns ein Mitarbeiter dort einen sehr interessanten Tipp gegeben. Und zwar hat er gesagt, dass es sein kann, dass der zweite Schlüssel von dem Fahrzeug hier die Wegfahrsperre beeinträchtigt. Seitdem packen wir einen Schlüssel immer ganz weit weg, wenn wir den Motor starten. Und seitdem hatten wir das Problem nicht mehr. Also es kann sein, dass es daran liegt. Es kann auch sein, dass es einfach so weg ist. Ich hoffe, dass das Problem auch weg bleibt. Dann sind wir zufrieden. Kommen wir zu der nächsten Frage. Wie lange hat euer Ausbau gedauert? Wie viel hat er gekostet? Was würdet ihr gerne besser machen wollen? Das sind jetzt schon 3 Fragen. Alles in einer. Also fangen wir mal an. Die erste war, wie lange hat der Ausbau gedauert? Für den Ausbau haben wir ungefähr 6 Wochen Vollzeit gebraucht. 2 Wochen haben wir zusätzlich gebraucht, um den ganzen Rost hier aus dem Fahrzeug zu entfernen, ein bisschen zu restaurieren und zu schützen. Wir haben auch extrem viel Unterbodenschutz draufgepackt, Hohlraumkonservierung, ein paar Löcher zugeschweißt. Also es war auch eine Menge Arbeit. Aber für den Ausbau an sich haben wir nur 6 Wochen gebraucht. Was hat der Ausbau jetzt insgesamt gekostet?
Insgesamt waren es dann doch 10.500 €. Das ist der komplette Ausbau, die komplette Technik, das ganze Holz, eigentlich alles, was in dem Fahrzeug steckt. Aber das Fahrzeug ist da natürlich nicht dabei. Ja, was hätten wir besser machen können an dem Fahrzeug? Man kann immer den Camper kritisieren, weil ein Camper ist nie perfekt. Das ist einfach so. Genau, das kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal einen Van ausgebaut hat. Überall gibt es ein paar kleine Baustellen, die man noch verändern kann, die man hätte besser machen können. Wie bei uns zum Beispiel bei der Kühlbox. Also da bin ich noch nicht so ganz zufrieden, wie man die Kühlbox aufmacht. Da muss man Kissen wegtun und die Kiste dann dementsprechend irgendwie öffnen. Das ist nicht ganz ideal, ja. Allerdings war die Kühlbox auch sehr schwer in das Design hier reinzubringen. Insgesamt muss ich sagen, bin ich mega zufrieden mit unserem Ausbau. Für uns eigentlich für diese Reise perfekt. Ich denke auch. Ihr habt doch gefragt, warum habt ihr euch eigentlich für einen Crafter und nicht für einen Sprinter entschieden? Ja, für uns kamen damals 2 Fahrzeuge in Frage. Einmal der Sprinter und einmal der Crafter. Ja. Und das war einfach ein gutes Angebot, bei dem wir nicht Nein sagen konnten. Das war relativ günstig, dafür war er auch arg verrostet. Deshalb haben wir uns dann für den Crafter entschieden und eigentlich gar nicht so sehr gegen einen Sprinter. Wir hätten auch einen Sprinter genommen, hätten wir einen günstig gekriegt. So ist es. Was ist die nächste Frage? Das ist tatsächlich eine sehr beliebte Frage von euch gewesen. Und zwar, was habt ihr in Deutschland beruflich gemacht? Ja, lässt sich schnell beantworten. Wir sind beides Ingenieure Richtung Fahrzeugtechnik. Und da haben wir auch in Deutschland in dem Beruf dann auch gearbeitet. Und nach der Europatour haben wir uns selbstständig gemacht. Genau. Das war's auch schon. Mir gibt's eigentlich gar nichts zu sagen. Wie finanziert ihr eure Reise? Eine sehr häufig gestellte Frage von euch, sehr beliebte Frage. Ja, wahrscheinlich die Frage, die wir am häufigsten gestellt bekommen. Ja. Das Geld, mit dem wir diese Reise hier machen können, besteht aus ein paar Bestandteilen. Ein Bestandteil sind natürlich Ersparnisse, ohne die geht es leider nicht ganz. Aber wir verdienen hier auch ein bisschen Geld. Unter anderem kriegen wir von YouTube ein bisschen Geld. Dafür, dass ihr gerade dieses Video hier schaut. Dankeschön dafür. Genau, es sind nämlich Werbeblöcke eingebettet, da kriegen wir ein bisschen Geld für. Aber wir machen auch manchmal Kooperationen mit Unternehmen, dass wir irgendwelche Produkte bewerben. Allerdings haben wir das jetzt auf der Reise noch gar nicht gemacht, weil wir einfach keine passenden Anfragen bekommen haben. Wir kriegen so viele Anfragen und 99% der Anfragen sagen wir einfach ab. Warum soll ich jetzt einen Staubsauger bewerben? Also das ist halt einfach, es macht einfach gar keinen Sinn und wir suchen uns unsere Kooperationspartner sehr, sehr, sehr genau aus. Ein weiterer Bestandteil ist unsere Homepage, die heißt sprinttour.de. Super Homepage übrigens, müsst ihr unbedingt mal drauf gehen. Auf jeden Fall. Eigenwerbung. Ja, natürlich, ja klar. Das ist eine Homepage, da beschreiben wir, wie man einen Van ausbaut zu einem Wohnmobil. Und da haben wir sogenannte Affiliate-Links integriert. Wenn man da draufklickt, kommt man zu einem Shop und wenn man da dann was kauft, bekommen wir eine gewisse Provision von dem Shop. Also der Käufer hat keine Mehrkosten dadurch. Wollte ich gerade sagen, genau. Ich meine, das ist halt auch Arbeit. Also diese ganzen Berichte zu erstellen, das machen wir nebenbei, neben dem Reisen. Und ja, ich finde, das ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Derjenige, der was kauft, finanziert unsere Reise mit, bezahlt aber nicht mehr dafür. Und das ist, finde ich, einfach toll. Ja. Genau. Und der letzte Bestandteil ist Ghostwriting. Ja. Firmen fragen uns an, ob wir technische Texte verfassen können für die Firmen und das machen wir dann auch und dafür bekommen wir Geld. Und so finanzieren wir uns die Reise. In diesem Sinne auch ein riesen Dankeschön wirklich an alle, wenn ihr unsere Videos schaut. Ihr helft uns damit wirklich weiter und wir können unsere tolle Reise damit finanzieren. Und wenn ihr uns noch mehr helfen wollt, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert auf alle Fälle unseren Kanal. So ist es. Und schaut gerne das Video noch ein zweites Mal. Das ist normal immer der Abschluss, aber das Video ist noch nicht vorbei. Eine weitere Frage von euch war, warum habt ihr eigentlich ein Dachzelt auf dem Auto drauf? Wir haben auf den Crafter ja ein Alucap-Dachzelt draufgebaut und wir lieben es. Ja. Es gibt zwei Gründe, warum wir es draufgesetzt haben. Einmal, wenn uns Familie oder Freunde besuchen kommen, können die gerne da oben drin schlafen. Aber wir schlafen selbst auch sehr, sehr gerne im Dachzelt. Ich hätte die Frage natürlich so beantwortet, natürlich brauchen wir das Dachzelt. Weil bei uns ist nämlich so, wir hatten nämlich auch schon mal ein Dachzelt auf einem normalen Fahrzeug drauf und wissen einfach, wie cool das ist im Sommer. Denn im Sommer ist es richtig heiß, im Van wird es richtig heiß und im Dachzelt ist es richtig angenehm. Geplant ist es für die Länder, wo es warm ist und es wird noch richtig in den Einsatz kommen. Ja, ich denke auch.
just want someone to love me, someone to lick my wounds and kiss my aching. Ganz kurzer Einschub, wir stehen hier mitten in der Stadt und hier wollen wir nicht übernachten. Deshalb fahren wir ein bisschen raus aus der Stadt. Dort stehen auch noch Freunde von uns, da kennen wir nämlich schon einen Stellplatz. Und da fahren wir jetzt einfach mal hin. Genau. Die nächste Frage ist, wer von euch spricht besser Spanisch? Und wie kommt ihr mit Spanisch zurecht? Wir sprechen beide kein gutes Spanisch, leider. Wir lernen es aber. Ich lerne jeden Tag. Alina lernt deutlich seltener. Sie kapiert es trotzdem schneller. Sie ist die Sprachbegabte von uns beiden. Das sagst du die ganze Zeit. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Ja, ich brauche immer sehr lange, um eine Sprache zu lernen. Allerdings hoffe ich, dass es in 1-2 Monaten anders aussieht, dass wir dann deutlich besser Spanisch sprechen. Wir kommen aber aktuell auch schon zurecht. Ein bisschen verstehen wir ja auch schon. Und es gibt ja auch noch den Google Translator. Ja. Da wird einfach das Handy rausgeholt und übersetzt. Das machen die Argentinier ja auch, wenn sie uns nicht verstehen. Ja, man verständigt sich irgendwie mit Händen und Füßen. Das klappt schon. Deshalb, also wir kommen zurecht und können kein gutes Spanisch. Um die Frage zu beantworten. No termination, baby. Now would you love me if I was somebody else? Wish I had a tail. Wish I had a tail. 'Cause if I did, then I would swing it, be swinging it in front of you. Da stehen Max und Merle von Anschneiden Abfahrt. Okay. Und dann, du möchtest gerne einen Seeblick haben. Oh ja. Bitteschön, da hast du ihn. Gerade oder nicht gerade? Was sagst du? Wir sind da, direkt am See. Richtig schön. Nächste Frage. Wie sind die Menschen in Südamerika? Gar nicht so unterschiedlich zu den Menschen in Deutschland, würde ich sagen. Was man vielleicht sagen kann, die Menschen sind sehr nett, sehr offen. Also es kommen so viele Leute auf uns zu, jeden Tag, und fragen uns, ja, wo kommt ihr her, was macht ihr gerade? Und wenn wir sagen, dass wir Reisende sind, sind sie auch total interessiert. Ja. Wohin geht's? Man kommt immer sehr leicht ins Gespräch mit den Menschen hier und Ja. das finde ich halt immer so schön. Und was wir halt auch gemerkt haben, ist, dass sie sehr warmherzig sind. Ja. Und wenn man irgendwie Hilfe braucht, dann kommen sie sofort und helfen dir und das ist schon richtig Ja. schön. Aber die Menschen hier haben auch sehr viel Feuer, also Temperament, das haben wir vor allem bei der WM mitbekommen, Ja. wie viele Emotionen dabei waren. Ja, absolut. Wirklich, da hat jeder bis ins letzte Härchen mitgefiebert, Ja. absolut. Es war aber auch schön zu sehen. Ja, es war auf alle Fälle eine Erfahrung. Ich muss euch enttäuschen, die Menschen sind wirklich ähnlich wie in Deutschland. Ja. Und wahrscheinlich überall auf der Welt sonst auch. Ja. 'Cause if I did, then I would swing it, be swinging it in front of you. If I had a tail. Oh, die riecht so geil. Die nächste Frage. Bringt ein ausgedehntes Pausieren euren Reiseplan hinsichtlich der Wetterverhältnisse durcheinander? Ich denke, das ist gemeint, dass wir aktuell eine ausgedehnte Pause wegen meinem Bänderriss machen. Wahrscheinlich, ja. Ob das unsere Pläne durcheinander bringt. Also ich würde jetzt sagen, nicht wirklich, weil so genau durchgeplant haben wir die Reise eigentlich gar nicht. Das Allerwichtigste für uns war bisher immer, dass wir in den USA und in Kanada nicht im Winter da sind. Ja, da ist einfach viel zu kalt für uns. Ja. Das ist mit dem Van nicht so angenehm. Wir waren schon mal im Winter in Europa im Van. Das wollen wir eigentlich nicht nochmal haben. Wir sind ab jetzt Schönwettercamper. Genau. Also wo kein Plan ist, kann kein Plan zerstört werden. So ist es, ja. Deshalb. Take it easy! Swing it, be swinging it in front of you. Also, kommen wir zur nächsten Frage und die Frage lautet, wie plant ihr eigentlich eure Route? Hauptsächlich das Internet, würde ich sagen. Ja, es ist halt so, wenn wir irgendwo ankommen, schauen wir, was gibt es hier zu sehen oder in der Nähe und so machen wir das meistens, wenn wir irgendwo ankommen. Ja. Oder Reiseführer. Ja, genau. Wir haben ein paar Reiseführer dabei, da stehen auch immer nützliche Infos drin. Aber das, was wir am meisten nutzen, ist der Austausch mit anderen Reisenden Ja. oder wenn wir hier Locals sehen, dann sprechen wir auch mit ihnen. Ja, das sind sogar meistens die wertvollsten Informationen. Gerade bei anderen Reisenden, die von Norden nach Süden reisen, die waren natürlich schon überall da, wo wir hinwollen. Die kennen auch die besten Spots, wo man am besten stehen kann, was man sich am besten anguckt. Ja. Und auch so ein paar Tricks haben wir immer mal mitbekommen. Ja.
Das sind auf alle Fälle die wertvollsten Tipps von anderen Reisenden oder auch Locals. Die wissen natürlich alles über die Region. So ist das. Und ich würde sagen, das machen wir zu 70%, Ja. oder? So machen wir das. Wish I had a tail. Wish I had a tail. 'Cause if I did, then I would swing it, be swinging it in front of you. If I had a tail. Kommen wir zu einer persönlichen Frage. Und zwar, wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns tatsächlich im Studium kennengelernt, im allerersten Semester, in einer Physikübungsstunde. Ja, Das habe ich dann, ja, stimmt, tatsächlich, ja. ist schon ein paar Jahre her. Klingt total romantisch, gell? Wir haben nämlich in einem parallelen Studiengang studiert und Physik war das einzige Fach, was sich überschnitten hat. Ja, tatsächlich, ja. Und ja, so haben wir uns kennengelernt. Ja, das war's auch schon. Ja. Total spannend. Eine weitere Frage von euch war, wie kommt ihr mit dem Backofen beim Freistehen zurecht? Ja, der Backofen ist wirklich unser größter Stromfresser. Der Ja. hat eine Nennleistung von 1000 Watt. Nachgemessen zieht er so 880 Watt. Die haben wir nicht über die Bordbatterie laufen, sondern wir haben eine extra Batterie eingebaut, die nur für den Backofen zuständig ist. Das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr dekadent, ja. Ja, und mit einer Batteriefüllung können wir so eine Dreiviertelstunde backen. Wenn es ein bisschen bewölkt ist, dann müssen wir schon ein paar Tage sparen, um eine Dreiviertelstunde backen zu können. Wenn wir nur 20 Minuten eine Pizza machen, dann können wir das schon jeden Tag machen, in der Regel. Man muss es halt ein bisschen planen, aber wir sind total froh, dass wir den Backofen Ja. dabei haben. Also wir lieben ihn und nutzen ihn halt sehr, sehr oft. Eine Frage, die anscheinend auch einige beschäftigt, ist, braucht man ein 4x4 für Südamerika? Wir haben keinen, unser Crafter hat kein 4x4. Wir kommen trotzdem sehr gut zurecht. Wir fahren auch viele Schotterpisten und leichtes Gelände, das ist damit kein Problem. Aber heißt- braucht man ihn unbedingt? Ich weiß es nicht. Es ist auf alle Fälle komfortabler, man wird sich weniger häufig festfahren. Man kann andere Straßen fahren, das ist klar. Aber ich denke, man kommt auch gut mit einem Hecktriebler zurecht. Ja. Und ich denke, Bodenfreiheit ist fast noch wichtiger. Und wenn wir hiermit irgendwann mal nicht mehr zurechtkommen, dann werden wir uns wahrscheinlich in erster Linie andere Reifen kaufen. Von den Special Effects hier. Eine weitere Frage, die ihr gestellt habt, ist, ja, wie macht ihr das unterwegs mit dem Internet? Ja, sobald wir in ein neues Land kommen, in dem wir noch nicht waren, kaufen wir uns zuerst mal eine SIM-Karte und buchen uns eine Internet-Flatrate Ja. dazu. Und normalerweise haben wir es immer ins Handy reingepackt. Dual-SIM macht es möglich Ja. und haben damit dann auch das Internet im Ausland nutzen können. Damit war der Empfang aber nie so gut. Ja. Aber seit 2 Wochen haben wir was Neues. Und zwar einen Router. Einen mobilen Router, der ist akkubetrieben. Da kann man eine SIM-Karte reinpacken. Wir haben sogar eine externe Antenne dazu. Und damit kriegen wir auch meistens ein gutes Signal rein. Ja, weil das mit dem Handy und der SIM-Karte, das war wirklich Mist. Der Empfang war wirklich schlecht und damit ist es einfach viel besser. Und geil, akkubetrieben, immer mit in den Rucksack. Hey, wir sind bei der letzten Frage. Ja, cool. Welche? Tatsächlich auch eine persönliche Frage. Und zwar, wie macht ihr das, wenn ihr euch streitet? Säuft ihr euch auch mal und wie löst ihr das auf kleinen Raum? Ja, das ist wirklich ein Thema, als Paar zu reisen, so lange Zeit auf so engem Raum. Ich denke, jeder zofft sich da mal, auch wir zoffen uns ab und zu. So ist es. Aber wir wissen halt, was auf uns zukommt. Oder wir haben es gewusst zu dem Zeitpunkt, als wir uns dafür entschieden haben, die Panamerikaner mit dem Van zu bereisen. Denn wir haben ja noch die Europatour gemacht. Ja. Und da ist es natürlich auch vorgekommen. Und das haben wir alles schon durchlebt. Und wissen, wie wir dann am Ende damit umgehen. Und wie gehen wir damit um? Wir machen mal eine Stunde oder sowas, jeder für sich, Ja. machen nichts miteinander und danach sprechen wir uns meistens aus und dann Ja. ist es ja auch meistens wieder gut. Meistens sind es ja auch keine schlimmen Themen, Ja. sondern nur Alltagsthemen oder Firlefanz. so. Ja. Und am Ende geht es ja wirklich darum, die Reise zusammen zu erleben. Und das ist halt am Ende wichtiger natürlich, ja. Dafür ist das Dachzelt auch noch eigentlich ganz genau. gut. Schicke ich ihn einfach nach oben In ins den zweiten Dachzelt. Stock, ja. So ist es einfach. Ins stille Dachzelt. Genau.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert sehr gerne unseren Kanal. Wir haben ja das Q&A gemacht, damit ihr ein bisschen mehr über uns erfahrt, über unsere Reise. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann schreibt es auch gerne auch mal in den Kommentarbereich, was ihr darüber denkt. Und uns wird auf jeden Fall auch sehr interessieren, wie lange folgt ihr uns eigentlich schon? Also seit wann seid ihr dabei? Seit Griechenland tatsächlich? Oder seid ihr etwas später eingestiegen? Schreibt das sehr gerne in die Kommentare rein. Und ansonsten würde ich mich sehr darüber freuen, oder wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und bis dahin, ciao! Wir haben einen neuen Freund gefunden. Ja. Und hier. Er nimmt immer wieder den Stein und legt ihn auf die Treppe, damit wir ihn immer wieder werfen. Ja. Schafft das? Ja. Wo kommt er hin? Wo kommt er hin? Dahin. Don't call me mean, I just want someone to love me, someone to lick my wounds and kiss my aching body. My desperation knows no termination.